for English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Wir sind hier beim Luke im Kinderzimmer. Gell? Wir haben gerade schon die schlimmste Schäde beseitigt hier, damit man es wenigstens ein bisschen zeigen kann. Gell? Luke, aufräumen ist nicht ganz so dein Ding, gell? Aber ist schon egal. Gell? Hauptsache schönes Terrarium. Der Luke gehört zum Jörg. Ihr kennt den Jörg aus Dornschwanz- und Schildkrötenfolgen. Und der Luke tritt in die Fußstapfen vom Pappe. Und was hast du für Tiere? Was probierst du zu züchten, Luke? Cataphractus. Cataphractus, genau. Eben, er hat tolle Gürtelschweif hier im Zimmer. Jetzt hast du mir es leider genommen. Ich wollte eigentlich den Panzergürtelschweif sagen, weil der lateinische Name, ich kriege ja schon Hochdeutsch nicht hin, dieses Ouroboros, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, Cataphractus. Früher war es Cordylus Cataphractus, gell, da war es noch einfacher. Siehst du, gemeinsam kriegen wir es hin. Luke, du weißt, dass es Cataphractus ist. Ich weiß, dass es früher Cordylus war und jetzt kommst du noch mit dem Panzergürtelschweif. Ouroboros daher. Ouroboros Cataphractus. Ganz genau. Genau. Aber wirklich, der Luke hat hier ein cooles Terry in seinem Zimmer. Da haben wir gedacht, das ist echt wert zum Zeigen, weil diese Cataphractus tatsächlich eine echt tolle, seltene Gürtelschweifart sind. Wie lang habt ihr die jetzt schon da? Also zum Züchten, Nachzuchten gab es noch keine bis jetzt? Nachzuchter haben wir leider noch keine, ne. Ich habe mal Pärchenangebote gekriegt von einem Händler bei Nürnberg. Dann nochmal ein einzelnes Tier von ein einzelnes Weib von einem aus dem norddeutschen Raum und dann noch von einem Franzose 1, 2. Das heißt, wir haben jetzt 6 Tiere und probieren es jetzt praktisch die nachzuziehen. Was uns gleich wichtig war, diese Cataphractus, sprich der Panzergürtelschweif, der hätte gern, dass er sich in so Spalte reinklemmen kann. Das heißt, ich habe dann so diese Rückwand gemacht oder machen lassen vielmehr und gesagt, er soll richtige so Klemmspalte, Klemmspalte machen. Ja. Jetzt dürfen sogar noch enger machen, aber da sind etliche dabei, die man jetzt gar nicht sieht. Sieht Man sie auch, genau, genau, sind nämlich auch, die drücken sich da wirklich in Gruppen aneinander. Ernährung ist hauptsächlich oder eigentlich überwiegend nur Carnivore. Das heißt Heuschrecke, Zophobas, Grillen. Also ich fütter eigentlich hauptsächlich Grille und Heuschrecke. Zophobas habe ich von einem anderen Halter gehört, aus, ich glaube in Schweden war der ist aber verstorben. Da verfetten die. Also genau, dieses Zophoba ist eigentlich bloß, ich denke, eher zum vielleicht Aufpäppeln. Ich fütter aber wie gesagt Heuschrecke und Grille. Werfen wir hauptsächlich rein. Und vom Klima her, eben, du hast hier auch, man kennt es schon von deinen Dornschwänzen, aber ansonsten vom Aufbau her ziemlich gleich, gell? Die HID-Lampe. Jawohl. Oben drin die X-Reptile LED Balke für die Helligkeit nochmal, gell? Ja. Was hast du für Temperaturzone in dem Terrarium? Da haben wir natürlich den Vorteil, durch das, dass es auch so hoch ist, haben wir echt relativ große oder hohe Unterschiede. Darum habe ich auch eine HID, wenn auf diesen Felsvorsprung liegt. Da sitzen sie oft, wenn man den Nachteil hat. Ich habe zu ihm gesagt, er soll es mir ein wenig besanden, damit es griffiger ist. Der Nachteil ist, du kannst halt schlechter reinigen. Man sieht es eben an den Kotreste leider, dass sie da dann ab und zu sitzen und sich aufwärmen. Das heißt, im unteren Bereich liegen wir dann tagsüber irgendwo so bei 22 Grad. Im Oberbereich kommen wir dann bis an die 38 Grad. Ja. Also doch relativ, oder doch so kühl? Ja, immer noch kühl. Gar nicht, ja, doch. Ja. Also man hält die Cordylus ja nicht also ganz so heiß wie jetzt zum Beispiel Dornschwänze oder so, gell? Nein, Luke kommt die sind schon ja mit drauf, geht um dein Terry, gell? Ja. Okay, vom Klima doch ja, deutlich unter der Dornschwanzagame. Deutlich drunter, ja. Und auch feuchter.
Okay. Also ich mache dann regelmäßig diesen Sand immer wieder mal ein wenig feucht. Dann merkst du dann auch, dann werden sie viel, viel aktiver. Und ansonsten sind sie sich natürlich klar zum Beobachten durch das, dass sie diese Rückzugsmöglichkeiten oder diese Verstecksmöglichkeiten sieht man sie natürlich nicht ganz so oft. Ja, aber da kommt einer raus. Das kann nicht sein, der denkt, dass es schon wieder was zu fressen gibt. Warte ich auf die Heuschrecke. Ja, das ist auch ein Vorteil an den Tieren. Da brauchst du natürlich nicht täglich was reinwerfen, sondern da gehst du echt hin, machst alle 2-3 Tage die Wasserschüssel und dann wirst du 2-mal in der Woche ein paar Heuschrecken rein und das war's. Und viel mehr musst du bei denen nicht machen. Dann fahren wir im Winter die Temperatur runter und hoffen, dass wir dann auch irgendwann Nachzuchten haben. Was natürlich bei dieser Art ziemlich cool ist, im Gegensatz zu den anderen Reptilien, die ich bisher so habe, ist, das heißt, irgendwann kann es sein, wir kommen mal an einem schönen Morgen rein und denken, oha, das sind ja keine 6, sondern jetzt sind 7 oder 8. Das heißt, die sind lebendgebärend. Okay. Macht es irgendwie interessant, wenn dann irgendwann einmal, ich sage jetzt wie beim Meerschweinchen, ein junges Meerschweinchen rumflitzt. Okay. Weil das sind ja auch Nestflüchter, das ist hier genau dasselbe. Das heißt, die kommen fertig entwickelt auf die Welt und rennen dann gleich rum. Und rennen rum im Terry, okay. Und achso, eben, was mich vorher, wo ich noch einhaken wollte, es sind mehrere Männer drin, sagst du? Ja? Es sind, ich meine, 2, 4. Okay. Ich bin ganz ehrlich, im Geschlechtsbestimmen sind die auch total schwer. Bin ich einfach hier eine Null. Ich glaube, es geht bei denen, es ist so gut wie gar nicht, dass man es sagen kann. Das ist ja wie bei Cordylus gigantea oder bei der ganzen Cordylus-Art unheimlich schwer. Gell? Man kann so gleich ein wenig gucken, aber so richtig, ich glaube, das Rezept gibt es nicht, beziehungsweise an die Reptil-TV-Gemeinde, wenn ihr da bei der Cordylus Erfahrung habt mit Geschlechterbestimmung, dürft ihr das natürlich gern reinposten. Aber klar, um jeden Tipp dankbar. Um jeden Tipp freut man sich, genau. Aber eben, was ich auch damit sagen wollte, das sind auch recht verträglich untereinander. Gell? Also wenn du jetzt da sogar 2 Männer drin hast, oder gehst du davon aus, dass 2 Männer drin sind, ohne dass die sich zoffen, das ist natürlich auch cool. Da gibt es ja bei den wenigsten Echsen, dass man die Männer auch miteinander vergesellschaften kann. Ja, ich habe ja ein Buch, das ist bei dir, das habe ich ja von euch, gibt es extra so ein Buch über die ganze Cordylus. Und das ist eben auch erwähnt, dass die in größerer Gruppe wohnen, also auch in der Natur findet man die, glaube ich, immer in so, ich sage jetzt mal, Solidargemeinschaft oder wie man es auch immer nennen will. Also das sind einfach so in Horden so ähnlich. Also sind dann nicht immer nur ein einzelnes Tier, wie es jetzt bei Schildkröte der Fall wäre oder bei Uromastix, sondern die leben echt in so einer Gemeinschaft irgendwie zusammen. Können wir gerade noch gucken, ob wir die gerade noch hier ein wenig füttern können, dass wir gleich ein wenig mehr Leben hier ist. Verzeiht mir, dass wir die jetzt gerade nicht bestäuben. Ich bestäube die sonst immer auch nur mit Mineralpulver. Aha, gut, das kommt einer. Nee, wäre ja normal, also denke ich wichtig, gell, dass der mit Herpetal, also mein Tipp, meine Empfehlung, Herpetal Complete mit Mineral 2:1 oder Nekton ist da bestimmt auch ein gutes Mittel. Nein, eine Versauf. Und eben irgendwelche pflanzliche Sachen hast du probiert, geht jetzt an gar nichts, nee. Oder? Ja, haben wir auch ich habe schon Salat probiert, alles Mögliche. Ja. Interessiert die überhaupt nicht. Ja. Nur Heuschrecken, Grillen. Heuschrecken natürlich bevorzugt. Wahrscheinlich, weil sie ein wenig teurer sind. Genau. Ja. Aber die brauchen tatsächlich nicht so viel. Also da brauchst du in der Woche, keine Ahnung, 2, 3 Päckchen rein. Ja. Und dann noch, und wahrscheinlich ist das auch schon wieder zu viel. Ich habe ja tatsächlich leider keine Ahnung, wie viel sie oder wie einfach die in der freien Natur ihr Futter findet. Tatsächlich denke ich, im Terrarium ist es schon, naja, bis auf das, dass sie vielleicht nicht im Freien sind,
haben sie es natürlich relativ einfach, zum an Futter zu kommen. Im Terrarium, Im meinst du jetzt? Terrarium. Ja, klar. Ja, ja. Wenn sie in der Natur wenn größeren Aufwand betreiben müssen. Gell? Ja. Wo kommen die Cataphractus her? Ich meine hauptsächlich Südafrika auf jeden Fall, Ja. genau. Aber was für ein Biotop? Ich glaube auch nur in einem gewissen Landstrich. Vermutlich ähnlich wie die Pantherschildkröte auch, so irgendwo da unten rum. Mhm. Also so das westliche Südafrika, René, Kapstadt, so die Gegend, denke ich. Dann sage ich danke dir, Luke, dir, Jörg, sowieso für die Gastfreundschaft. Cooles Terrarium, coole Tiere. Gern, hat mich gefreut. Gucken wir mal, ob nächstes Frühjahr die Babys da drin sind, oder Luke? Das wäre cool. Dann brauchst du nicht mehr in die Schule, dann machst du nur noch hauptberuflich Cordylus-Züchter. Hä? Ja. Ja. Also, bleibt mir treu und checkt die Cordylus vom Luke.